Dieses Video hat sich Dr. Wiebke Moll auf ihrem Handy gespeichert. Der Daumen an dieser Hand ist eigentlich eine Zehe. Das ist ein mikrochirurgischer Eingriff von höchster Schwierigkeit. Das ist so eine High-End-Chirurgie, muss man sagen. Es war ein Freitagmittag, an dem sich Hermann Stiller seinen Daumen absägte. Er war früh von der Arbeit nach Hause gekommen. Und ja, da war noch Holz zu schneiden und ja, die Maschine habe ich 30 Jahre und ein Bruchteil von der Sekunde nach links geschaut und es gab einen Schlag und dann habe ich sofort natürlich gesehen, was passiert war. Das Adrenalin scheinbar war so im Körper reingeschossen. Es hat also keine Schmerzen. Ich habe, wie gesagt, vorne vor der Haustür dann auf einem Stuhl dann gesessen und habe dann halt gewartet. Wurde quer in dem Hubschrauber platziert. Da musste ich schon mal die Knie anziehen, um überhaupt da reinzupassen. Und da sagt man, wenn es Ihnen gut geht, beide Daumen nach oben. Wenn es Ihnen schlecht geht, beide Daumen nach unten. Da musste ich lachen. Und der hat dann auch, wenn er gemerkt hat, ich fange an zu lachen. Also in der ganzen der Pechsträhne war es halt ein Slapstick. Eine der schwersten Verletzungen, die man sich am Daumen vorstellen kann, eine Amputationsverletzung. Und aus verschiedenen Gründen war es leider nicht möglich, den Daumen wieder erfolgreich anzunähen. Wir nennen das Replantieren. Der Daumen wird für alles benötigt. Ohne den Daumen war halt mit Tasse greifen oder Flasche greifen, dann greift man ins Leere oder lässt es fallen. Das war dann schon sehr unangenehm. Natürlich kein Auto fahren und hängt dann einiges dran. Schuhe binden, Kleinigkeiten, Hemden zubinden, Hemd zuknöpfen. Ja, das waren lauter so Sachen, das war von heute auf morgen nicht möglich. Ist es ein bedeutsamer Verlust der Handfunktion. Und wenn man halt einen Patienten darüber aufklärt und die Optionen aufzeigt, dass man halt grundsätzlich eine Zehe dafür verwenden kann, dann löst das bei vielen Patienten, zumindest in unseren Breiten, auch erstmal eine Überraschung, wenn nicht sogar auch ein gewisses Unwohlsein hervor. Woran liegt das? Das liegt natürlich auch daran, dass die Entnahme einer Zehe an einer anderen Region wieder auch den Verlust der körperlichen Integrität bedeutet. Ich habe ihn da ausführlich über die Vorteile und Nachteile beraten und auch darüber, dass es natürlich ein sehr langwieriger Heilungsverlauf ist und eine intensive Rehabilitation erfordert. Und schlussendlich hat er sich dann zu diesem Eingriff entschieden. Das muss aus einem selbst, denke ich mal, rauskommen. Und weil es ist halt ein großer Aufwand, ist es schon. Aber man kann es überstehen. Und ich würde es auf jeden Fall nicht mehr missen wollen und kann es auch nur jedem raten, sowas zu unternehmen. Manchmal wird auch ein Zeigefinger transplantiert, doch meistens die zweite Zehe. Die zweite Zehe hat natürlich schon vom äußerlichen Erscheinungsbild Unterschiede zum Daumen. Meistens ist sie ein bisschen kleiner, flacher, aber trotzdem hat sie alle Strukturen, angefangen vom Nagel, vom Nagelbett, von der Haut, von den Sehnen, von den Gefäßen, Nerven, die man braucht, um eben eine Daumenfunktion wiederherzustellen. Die Operation hat insgesamt 10 Stunden gedauert. Bei so einer Operation sind in der Regel 2 chirurgische Teams im Operationssaal. Das eine Team entnimmt die Zehe, das andere Team bereitet die Empfängerregion, also die Stumpfregion vor. Und nachdem die Zehe entnommen wurde, wird sie halt auf den Stumpf transplantiert. Das heißt, hier werden erst der Knochen mit einer Platte oder mit Drähten versorgt, dann werden die Sehnen genäht, dann werden Blutgefäße und Nerven miteinander angeschlossen. Morgen. Guten Tag, Herr Stiller. Nehmen Sie Platz. So, Sie kommen ja heute zur Nachuntersuchung. Dann berichten Sie mal, wie es Ihnen jetzt so in den letzten 2 Jahren so insgesamt ergangen ist. Was hat sich denn für Sie verändert, verbessert hoffentlich nach der Operation? Da hat sich viel verbessert. Ich kenne ja die Situation ohne Daumen. Das war ja halt die 5 Monate zwischenzeitlich. Und da war mit Greifen gar nichts mit dieser Hand. So, einmal die Kraft des Daumens. Mhm. Und einmal auf der anderen Seite. Da haben wir 10 Kilo auf der rechten Seite und 5 auf der linken Seite. Das sind knapp 40 Kilogramm.
Mit der rechten, dominanten Hand und einmal mit der linken Hand. Der Daumen hat halt hier. Super. Hermann Stiller hat sich jetzt eine sichere Wippkreissäge besorgt, die seine Finger nicht mehr gefährdet. Aber gar nicht mehr sägen ist auch keine Alternative. Nee, das war keine Hemmung. Meine Frau hat natürlich panische Angst gehabt, wie die Kreissäge gehört hat. Aber ich habe zum Glück das ausblenden können. Ja, das ist halt das Ergebnis von der Wippkreissäge.